Herzlich willkommen zu meinem heutigen Podcast. Schön, dass du da bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen kommt zu dir. Es ist natürlich so, dass für viele Menschen, die das vielleicht nie gesehen haben, wie die Dinge eigentlich sind oder was so hinter den Dingen auch politisch passiert oder wie unsere Weltstruktur ist, die gedacht haben, es ist alles schon gut und recht und wunderbar, was da passiert. Und für die ist es natürlich vielfach, kann es sein, dass es recht heftig ist, was ihnen jetzt so begegnet. Wow, auf einmal zerfatzen die Dinge, es stürzt das alte System ineinander. Die Dinge, wie sie funktioniert haben, funktionieren nicht mehr. All diese Sachen passieren. Und je nachdem, wie das Bewusstsein ist, kannst du auch sagen, kann es für manche Menschen ganz, ganz schwierig und angstbeladen sein, derweil diejenigen hochsensiblen, feinfühligen, Wissenden, die vielleicht noch zum Beginn von der Zauberkrankheit C in die Ecke geschossen wurden, klein gemacht wurden, gesagt wurden, von was geht ihr denn eigentlich aus, die sozusagen, was weiß ich, wie angeguckt wurden. Dieses Bewusstsein fängt jetzt an, nach oben zu kommen. Diejenigen, die belächelt wurden über so lange Zeit, fangen jetzt an, stark zu werden, nach vorne zu kommen, ihre Version in die Welt zu legen, zu setzen. Die mehr an der Intuition angeschlossen waren, die mehr musisch waren, die mehr dem Herzen gefolgt sind, die ihr inneres Wissen nicht verloren haben, die vielfach gefühlt haben, ich bin am falschen Ort. Wo bin ich denn hier auf der Erde? Oh Gott, mit den Leuten kann ich gar nichts anfangen. Die kommen jetzt hervor. Die fangen jetzt an zu erblühen. Die fangen jetzt an, ein ganz anderes neues Leben leben zu können. Deren Fähigkeiten, die lange belächelt wurden, kommen jetzt so hervor, dass die Früchte davon sichtbar werden. Diejenigen, die gesehen haben, immer schon gesehen haben, so wie ich, dass man diesem System gar nicht vertrauen kann. Ich meine, ich bin mit 16 ausgezogen von zu Hause und habe die Schule an den Nagel gehängt. Und damals haben die Lehrer bei mir gesagt, also du wirst überhaupt nichts werden im Leben, wenn du nicht Abitur machst und solchen Käse. Und ich habe mir gedacht, ich lasse mich ja nicht manipulieren. Ja, Gehirn waschen, das war mir ganz klar. Und ich habe den Lehrern gesagt, ich werde Kloputzer. Damit konnte niemand sagen, ich hätte zu hehre Ziele. In Wirklichkeit habe ich mit Schwerbehinderten gearbeitet, weil ich dort wirklich was gelernt habe, weil ich habe dann auch gesehen, wer ist eigentlich behindert und nicht behindert auf der Erde. Was ist die größte Behinderung? Ist geschlossenes Herz, war für mein damaliges Bewusstsein so. Und ich saß tatsächlich bereits studierend in Holland, derweil meine Klassenkameraden noch in der Schule saßen. Weil ich wusste, was ich wollte. Ich hätte zwar eigentlich fürs Studium 21 Jahre alt sein müssen und ich hätte einen Abiturabschluss gehabt haben müssen, aber mein Gymnasialzeugnis, das ich bekommen habe, 10. Klasse, hat und meine eigene Klarsicht und was ich haben wollte, hat bewirkt, dass sie mich mit gerade 18 als allerjüngste Studentin aufgenommen haben. Und in Wirklichkeit war ich eigentlich dann sogar die Beste. Relativ schnell. Der Punkt ist, was ich gesehen habe, ist das System, wie es eigentlich wirklich ist und dass durch das Bewusstsein so viel Lüge da ist. Also das ist eine Bewusstseinsfrage, ja. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass
die Regierung, die wir sehen, wirklich etwas tun kann, dann haben wir einfach nicht genug Klarsicht. In Wirklichkeit regiert das dahinter. Und das sind oft Pappmaché-Figuren. Und dass das für die Leute ist, diesen Märchen, das war niemals für mich so. Und jetzt ist es so, dass es auch hier nichts anderes ist als unser eigenes Bewusstsein. Weil tatsächlich, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch immer wieder sage und immer wieder anders sage, bis wir dazu aufwachen. In Wirklichkeit gibt es kein Außen. Was sage ich da? Wir leben in einem Hologramm. Dieses Hologramm ist das, was unser Bewusstsein ist. Was unser Bewusstsein ist, ist das, was wir glauben. Mehr nicht. Und dieses, was wir sicher glauben, durch unseren Körper, das ginge nicht ohne unseren Körper, mit 5 Sinnen und unserem Verstand, und den Bildern, die wir in uns haben, projiziert sich nach außen. Wer sagt denn, dass etwas fest ist, wenn ich das anfasse? Einer meiner 5 Sinne. Wer sagt denn, was ich da sehe, dass das die Realität ist? Einer meiner 5 Sinne. Wenn ich nicht 2021 zum Beispiel auch mal die Erfahrung gemacht hätte, im Darkroom zu sein, 5 Tage und Nächte, und meinen Sehsinn vollständig nicht betätigt hätte, dann hätte ich bestimmte Erfahrungen nicht machen können. Was ich allerdings gesehen habe, ist, ich sehe gar nicht mit meinen Augen. Nur, weil, was ist denn mir für ein Phänomen passiert? Jetzt habe ich innere Fähigkeiten. Das Einzige, was ich nicht erlebt habe, in totaler äußerer Finsternis, wo ich meine Augen, wie gesagt, anfassen musste, um zu sehen, sind sie denn überhaupt geschlossen. In dieser totalen Finsternis ist das Einzige, was ich nicht erfahren habe, ist Finsternis. Warum? Weil ich von innen alles sehen konnte. Und zwar so genau, dass mir es gelungen ist, was ich von niemandem bisher jemals gehört habe, die Zeit mehr oder weniger beibehalten zu können im Darkroom, in der Finsternis. Das ist normalerweise nicht möglich. Warum konnte ich das? Weil ich meinen Mann beobachtet habe, was er am Tag macht und den Tagesrhythmus kenne und kannte. Und daran habe ich festgehalten, welcher Tag es ist. Und ich konnte in der Finsternis zwar so aufschreiben, dass ich am 5. Tag von meinem Mann abgeholt werden möchte am Abend, und ich komme alleine raus aus der Finsternis. Das konnten mir niemand glauben, aber sie haben mich machen lassen. Und ich bin alleine rechtzeitig rausgekommen, und es war der 5. Tag und es war pünktlich mein Mann da. Auch wenn ich ewig lang gebraucht habe, um mich an das Licht wieder gewöhnen zu können. Denn diese Intensität nach der Finsternis ist absolut irre. Das heißt, wir fallen, weil wir es nicht anders gelernt haben, auf ein Hologramm rein, was zeitverschoben erscheint als eine physisch anfassbare Realität. Und jetzt ist der gesamte, entscheidendste Schlüssel von allem, was du überhaupt jemals erfahren kannst, dass du verstehst, dass du deine Dinge, die du glaubst und als selbstverständlich angenommen hast, ändern kannst. Und zwar in jede beliebige Richtung. Das heißt, wenn du in einer Welt lebst, die vollgefüllt ist mit Dingen, die du nicht haben willst und siehst, die du nicht sehen willst, ist es an dir, neue Bilder, neue Dinge, die du glaubst, zu erschaffen. Warum heißt das in der Bibel, der Glaube versetzt Berge? Dir geschieht nach deinem Glauben. Glaube ist die Energie, die alles erschafft. Es ist völlig egal, was du glaubst.
Das hat nichts mit gläubig zu sein an Religion zu tun. Jetzt ist in den meisten Fällen, in vielen Fällen, sagen wir mal so, dass wir einfach übernehmen, was unsere Eltern, Lehrer und so weiter uns eingetrichtert haben. Das nicht hinterfragen. Wenn ich nicht hinterfrage, kopiere ich, was ich erfahren habe. Das ist eine Bewusstseinsfrage. Wenn ich allerdings anfange aufzuwachen und zu registrieren, gibt es irgendetwas in deiner Umgebung, wie du erfährst, was anderes ist als das, an was du glaubst? Ja? Schau das mal wirklich an. Nein, oder? Genau. So ist das. Also du glaubst nicht zum Beispiel an türkisene Bäume, die glitzern mit Kristallstämmen. Nein, glaubst du nicht, dass sie hier auf der Erde sind. Siehst du? Und so weiter. Kennt sich aus. Das ist einer der entscheidendsten Schlüssel. Das heißt, wenn der Spektakel fertig ist für dich und du sagst, das ist genug von einem Leben in der Angst, dann geht es darum, zu entlassen, wovor du Angst hast. Das umzuschreiben, neu zu gestalten, neue Dinge in dir zu erschaffen. So habe ich mich auch aus schwerem Rheuma geheilt. Ich saß zeitweilig im Rollstuhl. Ich sollte super behandelt werden. Ich war im Krankenhaus. Es sollten mir schlimmste Medikamente gegeben werden. Für meinen Geschmack schlimmste, aber für die sehr gute, die dann dafür sorgen, dass ich keine Verwachsung und sonst was habe. Ich habe gesagt, danke. Bin aufgestanden und habe gesagt, ich heile mich selbst. Und ich habe mich restlos selbst ohne Medikamente geheilt, nur dadurch, dass ich mein eigenes Bewusstsein verändert habe. Das heißt, einfach nur mein Denken von ich kann nicht, wie ich will, auf ich kann alles. That's it. Tatsächlich ist das Außen innen und innen ist damit alles veränderbar. Wir können alles gestalten, alles kreieren, alles, was wir nur haben wollen. Wenn wir die Bilder in uns haben, aktivieren, die Energie in uns haben, manifestiert sie sich im Außen. Alles, was wir physisch sehen, ist in Wirklichkeit Energie, die sich verdichtet hat. Damit kann ich auch alles wieder auflösen, verändern und gestalten. Es ist völlig egal, wenn du sagst, wow, das kann ich jetzt überhaupt noch nicht denken, bleib mal dabei stehen. Hier liegt der Schlüssel zu einem erfüllten, fantastischen, wunderschönen Leben. Ich lebe es. Ich bin rechtzeitig von innen vor der Zauberkrankheit nach Asien geführt. Ich habe währenddessen das traumhafteste Leben mit meinem Mann hier gelebt. Ich erfahre einfach nur paradiesische Zustände und sehe einfach, wie das alles funktioniert in der Praxis von dem, was ich da erzähle. Und ich habe auch immer wieder gesagt, es gibt nicht ein Universum und nicht eine Welt und nicht eine Realität, sondern viele verschiedene Parallelwelten, viele verschiedene Paralleluniversen und alle sind immer an das entsprechende Bewusstsein gekoppelt. Das heißt, alles ist eine Bewusstseinserfahrung von dir, von mir, von jedem Einzelnen, wo wir in ein Bewusstsein hier auf der Erde hineingegangen sind, was nichts mit dem zu tun hat, was wir eigentlich sind, nämlich vollkommenes Bewusstsein, Vollkommenheit. Und ich habe immer wieder den Raum, den wir betreten, wenn wir den Körper verlassen, betreten. Und ich weiß einfach, wie gigantisch unser Bewusstsein ist ohne Körper, ohne die Limitierung vom Verstand. Wie alles da ist. Und wenn ich dann in diese physische Realität
hineinkomme und die Trennung von den Dingen erfahre und den ganzen Dingen, die mir da eingespeichert sind in meinem eigenen Bewusstsein, meinem eigenen Verstand, die mich die Dinge ganz anders sehen lassen, dann weiß ich einfach auf tiefer Ebene und aus Erfahrung, dass das alles, was ich sage, Realität ist. Ich lebe es, ich tue es, ich praktiziere es und ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, wie die ganze Welt und jeden Einzelnen sein volles Potenzial leben zu sehen und volle Freude leben zu sehen. Aus dieser Perspektive sehe ich unglaublich fantastische Dinge auch politisch passieren. Große Umwälzungen, auch gerade in Amerika zum Beispiel, die für meine Augen sehr, sehr positiv sind, weil sie das alte System auseinandernehmen und eine klare, positive Intention haben. Und wir werden sehen, dass in Kürze der Krieg in der Ukraine beendigt ist und dass das ganze Thema Krieg sich anfängt, gewaltig aufzulösen auf der Erde. Und anstattdessen immer mehr Friede einzieht. Auf jeden Fall auf meiner Bewusstseinsebene. In diesem Sinne, ich freue mich riesig, wenn du deinen Daumen hoch gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst, subscribest, nee, es ist immer in Englisch da. Ich freue mich riesig, wenn du mir drunter schreibst und mein Video so vielen Menschen teilst, wie nur möglich. Auch wenn sie das noch nicht verstehen, was ich da sage. Und ich danke dir, dass du das verstehen kannst, weil sonst kannst du nicht bis hierher hören. Du bist einer von denjenigen, die lange darunter gelitten haben, nicht verstanden worden zu sein. Du hast es immer schon bewusst in dir drinnen. Und du wirst sehen, es ist deine Zeit, die jetzt kommt, wo du mit dem, was du immer wolltest und was du eigentlich im Herzen trägst, immer mehr heraus und in die Fruchtbarkeit und in den Segen in deinem Leben kommst. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Super. Freue mich, dass du da bist.